In diesem Video erfährst du, wie man so einen Lichtschalter ganz einfach einbauen und anklemmen kann. Das heutige Video wird gesponsert von Elektrowandelt. Der Elektrowandelt ist ein Online-Elektrohandel, nahezu ein Vollsortimenter, der einfach super gute Preise hat und unwahrscheinlich schnell liefert. Ich kaufe mittlerweile fast mein ganzes Material, weil im Gegensatz zum Großhandel kriege ich beim Elektrowandelt auch kleinere Mengen. Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen gilt es, die 5 Sicherheitsregeln zu beachten. Das Freischalten der Zuleitung und auf Spannungsfreiheit prüfen sind hier die wichtigsten Maßnahmen. Wenn wir das erledigt haben, schauen wir uns einen vereinfachten Schaltplan an. Wir kommen mit einer dreiadrigen Leitung NIM 3x1,5 Quadrat zu unserem Lichtschalter und von dort aus geht es dann weiter mit einer dreiadrigen Leitung zu meiner Lampe. Der blaue Neutralleiter und der grün-gelbe Schutzleiter werden direkt miteinander verbunden und der braune Außenleiter L1 geht von meiner Zuleitung zum Schalter und wird an Klemme L angeklemmt. Am Schalterausgang Pfeil geht der braune geschaltete weiter zur Lampe. Hier sieht man vereinfacht die dreiadrigen Leitungen. Einmal die Zuleitung und einmal die Leitung zur Lampe. Die Lampe habe ich schon fachgerecht angeschlossen. Jetzt kommen wir zum Abmanteln. Diese eine Leitung habe ich schon abgemantelt mit so einem herkömmlichen Abmantelwerkzeug. Kann man den Rest einfach abmanteln. Darauf achten, dass die Isolierung noch einen halben bis einen ganzen Zentimeter in der Dose verbleibt. Die beiden braunen Adern werden zuletzt am Schalter angeschlossen. Als erstes kümmern wir uns um den blauen Neutralleiter und die beiden grün-gelben Schutzleiter. Die Adern zur Mitte der Dose circa 3 Finger breit abzwicken mit einem passenden Werkzeug 11 mm abisolieren. Deshalb, weil die von mir verwendeten Vakuumklemmen 11 mm zum Abisolieren vorschreiben. In der Vakuumklemme sieht man genau, wie weit das abisolierte Kupfer reinschaut und vor allem, dass es bis ganz an den oberen Rand reicht. Blau und grün-gelb können wir nun in der Dose ordentlich verstauen. Die braunen Schaltdrähte lasse ich etwas länger, 4 Finger breit. Ich verwende hier einen Gira-Schalter, auf dem steht hier die Angabe 12 mm. Also 12 mm abisolieren, damit das Kupfer reinpasst. Der Schalter hat zwar 4 Anschlussmöglichkeiten, wir brauchen aber nur 2. Das ist mit Rot gekennzeichnet. Auf der Rückseite L ist für die Zuleitung und die Ader, der braune geschaltete zur Lampe, kommt gerade runter rein. Dieser Schalter hätte auch noch die Möglichkeit, die Ader diagonal anzuschließen. Insgesamt ist der Schalter ein Wechselschalter und da würde man beide Ausgänge brauchen. Beim Ausschalter jetzt, wenn man die gerade Leitung nimmt, ist in der Schaltstellung oben aus und unten ein. Wenn ich das diagonal verwenden würde, wäre oben ein und unten aus. Nur darum. Das ist jetzt soweit fertig. Dann kann man auch diese Drähte
einfach ordentlich drin verstauen. Wir befestigen das Ganze mit den Dosenschrauben, nicht mit den Spreizkrallen. Beim Einbau wichtig, dass man jetzt die Adern, die Drähte nicht mit den Spreizkrallen verletzt. Und befestigen. Am besten mit einer Wasserwaage gerade ausrichten und zum Schluss anschrauben. Dann fehlt nur noch der Rahmen. Nachdem jetzt alle Arbeiten erledigt sind, können wir die Zuleitung wieder unter Strom setzen, das heißt Sicherung, Fehlerstromschutzschalter einschalten und dann testen wir, ob die Lampe geht. In diesem Fall passt alles wunderbar. Das gesamte Material und Werkzeug ist unten in der Videobeschreibung aufgelistet. Ich bedanke mich bei Elektrowandelt, der das heutige Video gesponsert hat. Elektrowandelt ist ein Elektrofachhandel, ein Online-Fachhandel, bei dem es alles, was es braucht, für Elektroinstallationen kriegt. Link ist in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video weitergeholfen hat, schreib es bitte kurz in die Kommentare. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen und selbstverständlich kannst du meinen Kanal auch kostenlos abonnieren.